Hannah ist 10 Jahre alt und spielt leidenschaftlich gern Fußball. Ihre Eltern stehen heute am Rande des Platzes und feuern sie an, während Hannah ihren Gegnern davonrennt. Normalerweise ist sie die Schnellste auf dem Platz, doch heute geht ihr schnell die Puste aus. Sie kommt einfach nicht mehr hinterher. Später bemerkt sie überall blaue Flecken an ihrem Körper, obwohl sie sich nirgends gestoßen hatte. Komisch. Am Abend bekommt Hannah hohes Fieber und liegt im Bett. Ihre Eltern sind sehr besorgt und bringen sie zu einer Ärztin, die ihr Blut abnimmt. Kurze Zeit später erklärt die Ärztin ganz besorgt, dass Hannah eine Leukämie habe und sofort eine Chemotherapie benötige. Leukämie? Chemotherapie? Hannah hat keine Ahnung, was das ist. Ihre Eltern scheinen zu verstehen und schauen sehr verängstigt aus. Alles wird gut, mein Schatz, sagt ihre Mutter und umarmt ihre Tochter ganz fest. Am nächsten Tag bekommt Hannah ein Zimmer im Krankenhaus. Die Ärztin erklärt ihr, was eine Leukämie ist. Stell dir vor, du hast eine Schule in deinem Knochen und die wird von sogenannten Stammzellen besucht. Diese haben ganz besondere Fähigkeiten. Sie sind nämlich unsterblich und können sich selber unendlich viele Male kopieren. Während die Stammzellen im Knochen bleiben, müssen sich ihre Kopien für einen von 3 Berufen im Blut entscheiden. Sie können als rote Blutkörperchen, also so etwas wie Lkw-Fahrer, den Sauerstoff durch die Blutbahn transportieren. Sie können aber auch als Blutplättchen, also Baumeister, die Löcher in den Blutbahnen flicken. Oder sie könnten als weiße Blutkörperchen, also Polizisten, Bösewichte wie Viren und Bakterien festnehmen. Und weil Stammzellen so mächtig sind, müssen sie 2 wichtige Regeln beachten. Die erste Regel besagt, dass jede ihrer Kopien Platz für neue und junge Zellen machen muss, wenn sie zu alt wird. Die zweite Regel besagt, dass Stammzellen nur mehr Kopien ausbilden dürfen, wenn auch mehr Kopien gebraucht werden. Wenn zum Beispiel 10 rote Blutkörperchen mit der Arbeit aufhören, dann müssen auch 10 neue rote Blutkörperchen ausgebildet werden. Zu viele Kopien sind nicht gut für den Körper. Das Problem bei Hannah ist, dass sich in ihrem Klassenzimmer eine bösartige Stammzelle befindet, die sich nicht an die Regeln halten will. Sie heißt Leukämie und etwas stimmt mit ihr nicht. Sie kopiert sich unaufhaltsam, bis die ganze Schule und alle Blutbahnen voll von ihren Kopien sind. Die armen Stammzellen haben keinen Platz mehr, um sich zu kopieren. In der Zwischenzeit machen in den Blutbahnen die alten Lkw-Fahrer, Polizisten und Baumeister Platz für junge Zellen, aber die können die Stammzellen gar nicht ausbilden. Eigentlich nehmen die weißen Blutkörperchen die Leukämie fest, aber es sind einfach zu viele geworden. Was bedeutet das für mich? Fragt Hannah. Nun, sagt die Ärztin, weil die roten Blutkörperchen nicht mehr so viel Sauerstoff transportieren, hast du beim Fußballspielen keine Puste mehr bekommen. Du hast blaue Flecken bekommen, weil die Blutplättchen die Löcher in den Blutbahnen nicht mehr flicken konnten. Und weil dir die weißen Blutkörperchen fehlten, konntest du dich nicht mehr so gut gegen Bösewichte wehren. Deshalb hast du Fieber bekommen. Aber keine Sorge, sagt die Ärztin. Mit der Chemotherapie bekommen wir das schon hin. Das sind so etwas wie Superpolizisten, die sich darauf spezialisiert haben, Zellen zu erkennen, die sich besonders schnell kopieren können. Die Leukämie kopiert sich unheimlich schnell und ist somit für die Chemotherapie sehr leicht zu erkennen. Auch ein paar Stammzellen werden festgenommen, weil sie sich ebenfalls schnell kopieren. Die Ärztin gibt Hannah die Chemotherapie in Blöcken, mit Verschnaufpausen dazwischen. In diesen Verschnaufpausen können sich die Stammzellen erholen, um die nächste Chemotherapie gut überstehen zu können. Auch die Leukämie kann sich in der Zeit erholen, aber sie wird viel stärker von der Chemotherapie getroffen als die Stammzellen. Mit jedem Chemoblock sind weniger Leukämiezellen vorhanden. Die Ärztin will weiter Chemoblöcke geben, bis alle Leukämiezellen besiegt sind. In der Zeit fühlt sich Hannah schrecklich. Ihr ist übel und ihr tut alles weh. Doch Gott sei Dank kommen ihre Freundinnen sie regelmäßig besuchen. Auch ihre Eltern sind jeden Tag da. Ganz stark weinen musste Hannah, als ihre langen Haare ausfielen. Auch Haarzellen teilen sich schnell und werden von der Chemotherapie festgenommen. Mein Schatz, mach dir keine Sorgen, die wachsen wieder nach, verspricht ihr Vater. Und bald hat es Hannah geschafft. Alle Leukämiezellen wurden besiegt und die Stammzellen bilden fleißig neue rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen aus. Auch ihre Haare wachsen nach und Hannah darf wieder in die Schule gehen. Ihre Eltern sind unglaublich stolz auf ihre Tochter. Nun rennt Hannah auf dem Platz wieder ihren Gegnern davon, während ihre Eltern sie vom Rande aus anfeuern.